Es gibt so viele Videos im Netz, in denen die verschiedensten Leute für möglichst kleines Geld einen eigenen Rechner zusammenbauen wollen. Jetzt dachte ich mir, ich möchte auch gerne mal meinen Senf dazugeben. Hier also ein kleiner Guide, wie man sich für unter 400 € einen Einsteiger- oder Mittelklasse-Gaming-Rechner oder separaten Streaming-PC zusammenbauen kann. Und damit einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Hier haben wir das Herzstück unseres Projektes. Das ist ein etwas älterer, ich sag mal fertiger Mini-PC, den ich gebraucht für 60 € bekommen habe. So einen kennen viele zum Beispiel aus der Schule oder von Ärzten. Dieser würde, so wie er ist, zwar für normale Office-Anwendungen super ausreichen, wenn man damit aber ein klein wenig mehr vorhat, müssen wir ein paar Anpassungen vornehmen. Ich beginne damit, die Kabel vom DVD-Laufwerk zu lösen, so dass ich das herausnehmen kann. Anschließend entsperren wir die Halterung für die Festplatte und können diese herausnehmen. Danach entfernen wir die Lüfterabdeckung. Ich möchte mir eigentlich nur das Motherboard mit Prozessor und Arbeitsspeicher aus dem Mini-PC herausbauen. Für den Rest interessiere ich mich nicht wirklich. Dafür müssen wir zuerst sämtliche Kabel und andere Kleinteile lösen. Hier also gerade die SATA-Kabel. Hier der Sensor, ob das Gehäuse geöffnet ist. Stromkabel fürs Motherboard. Für die Laufwerke. USB und Audio. Strom für die CPU. Lüfter. Einschalter. Und LEDs. Haben wir das erledigt, müssen wir die Schrauben vom Motherboard lösen. Sowie die vom Prozessorkühler. Dieses ist nämlich mit dem Gehäuse, statt wie bei normalen Rechnern, mit dem Motherboard verbunden. Den nehmen wir auch gleich als erstes ab. Wenn das geschafft ist, machen wir dasselbe mit dem Motherboard-Schrauben. Um diese nicht zu verlieren, magnetische Behälter zum Aufbewahren. Was hier aber eigentlich nicht notwendig wäre, da wir diesen PC eh nur als Teilspender nehmen. Am Ende müssen wir noch den Standfuß der Festplattenhalterung rausschrauben, da diese auch das Motherboard festhält. Danach ist es endlich Zeit, das Motherboard vorsichtig herauszunehmen. In dem Moment ist mir aufgefallen, dass es vielleicht noch eine gute Idee ist, den Frontlüfter hiermit auszubauen. Dafür müssen wir zuerst die vordere Abdeckung entfernen. Das geschafft, kommen wir zu den 4 Schrauben, die den Lüfter festhalten. Diese schrauben wir raus und heben sowohl den Lüfter als auch die Schrauben auf. Nachdem wir jetzt alles auseinandergenommen haben, müssen wir uns ein wenig um das Motherboard kümmern. Zuerst die alte Wärmeleitpaste. Die ist komplett eingetrocknet und muss weg. Das ist aber zum Glück nicht schwierig. Zuerst kratzt man alles grobe mit einem Plastikspachtel weg. Und wenn das erledigt ist, geht man mit einem Turon-Reinigungsalkohol drüber und entfernt alle Überbleibsel. Jetzt brauchen wir einen neuen Kühler. Das einfachste in unserem Fall ist ein Stock-Cooler, der oftmals beim Prozessorkauf mitgeliefert wird. Hat man so einen nicht gerade rumliegen, bekommt man ihn für unter 10 € auf eBay. Bei denen ist im Normalfall auch bereits Wärmeleitpaste aufgetragen, sodass man hier keine neue besorgen muss. Die Montage hierbei ist ziemlich einfach. Man positioniert die kleinen Füßchen über die entsprechenden Löcher vom Motherboard und drückt den Kühler einfach vorsichtig drauf, bis alles einrastet. Das Anschließen ist jetzt allerdings nicht so einfach. Bei einem normalen Motherboard könnte man den Stecker einfach auf die 4 passenden Pins stecken. Das Dell-Motherboard hat allerdings einen eigenen Anschluss. Um die beiden Teile zu verbinden, war jetzt meine Idee, man kann einfach diese Verbindungskabel nutzen, wie man sie für Basteleien mit Arduinos und ähnliches verwendet. Von denen zieht man sich einfach 4 Stück ab. Jetzt kann man aber leider nicht beides einfach 1:1 verbinden. Nein, das wäre ja zu einfach. Nach ein wenig viel zu unnötig lang recherchieren und rumprobieren habe ich gelernt, dass das hier rechte Kabel einfach an der Position ganz links sein muss. Dann passt alles soweit.
Wenn das erledigt ist, versucht man die Kabel noch alle halbwegs ordentlich zu verlegen, bis man irgendwann zufrieden ist. Hat man das geschafft, wartet die nächste kleine Herausforderung auf uns. Im Gegensatz zu normalen Motherboards prüft dieses bei den meisten Anschlüssen nach, ob auch das originale Teil daran angeschlossen ist. Das wird überprüft, indem bei dem jeweiligen Bauteil zwei bestimmte Kontakte miteinander verbunden sind. Verbinde ich diese jetzt allerdings mit einem kleinen Jumper, können wir nachher das passende Kabel nicht mehr draufstecken. Hier müssen wir ein klein wenig kreativ werden. Meine Idee ist, einfach einen dünnen Kupferdraht um die beiden Kontakte herumwickeln. Wir fangen also damit an, eine kleine Schlaufe zu biegen. Diese versuchen wir dann über die Pins zu schieben und wickeln den Draht um beide herum. Wenn wir dann zufrieden sind, wird der Rest abgezwickt und noch einmal auf Position gedrückt. Dasselbe machen wir jetzt mit den restlichen Anschlüssen. Bei den grünen müssen wir diese beiden Pins verbinden, also wieder eine Drahtschlaufe biegen und darüber stecken, drum wickeln und abschneiden. Als drittes noch bei dem schwarzen Anschluss. Hier sind die Pins diagonal. Ansonsten ist es aber wieder dasselbe Spiel. Haben wir das geschafft, wird es endlich Zeit für ein neues Gehäuse. Das brauchen wir unbedingt, da in dem kleinen alten kein Platz für eine ordentliche Grafikkarte oder Netzteil ist. Dieses Gehäuse habe ich nach ein wenig Suchen für ca. 28 € bei Amazon bekommen. Es ist nicht so groß, dass es viel Platz wegnimmt, aber es bietet genug Platz, um entspannt alles unterzubekommen. Zuerst einmal öffnen wir alle Abdeckungen, sodass wir ohne Probleme an alles rankommen. Wenn das erledigt ist, schrauben wir die Halterung für die SSDs ab, sodass wir anschließend das Motherboard einsetzen können. Aber Moment, es gibt da noch eine Sache, die wir nicht haben. Das I/O-Shield oder die Blende. Hier ist es leider fester Bestandteil vom alten Gehäuse und wir bekommen es nicht einfach raus. Klar ist das nicht notwendig, aber kosmetisch möchte ich eins haben. Da hilft mir nur, eins 3D zu drucken. Ich habe also ein Bild vom alten Gehäuse gemacht und bastel mir die Abdeckung hier in Blender nach. Vielleicht ist Blender nicht das beste Programm für sowas, aber hey, solange es funktioniert. Dann einfach nur noch drucken und... Oh, warte. 4,7 15,8 4 14,8 Nun, ja. Wir slicen also das Modell, machen es vielleicht ein klein wenig dünner und drücken es einfach aus. Hier haben wir nun also unser fertiges I/O-Shield. Das können wir einfach über die Anschlüsse des Motherboards stecken und alles zusammen im Gehäuse auf Position bringen. Dann nehmen wir uns die Tüte mit den kleinen Teilen vom Gehäuse, in der eine noch kleinere Tüte mit Schrauben drin ist. Aus diesen Schrauben versuchen wir nun die passenden Motherboard-Schrauben zu finden. Wenn wir genug gefunden haben, können wir es jetzt festschrauben. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, schon einmal mit der grundlegenden Verkabelung anzufangen. Das USB 3.0 Kabel vom Gehäuse können wir leider nicht verwenden. Das Motherboard hat keinen passenden Anschluss. Die anderen beiden Kabel führen wir über die Rückseite nach unten, sodass wir diese von unten anschließen können. Einmal Audio und einmal USB. Als nächstes noch der Stecker der Festplatten-LED.
Jetzt muss ich allerdings nochmal schauen, an welchen Pins genau und welche Polarität diese haben. Das kann man am besten nachvollziehen, indem man sich anschaut, wie das bis jetzt angeschlossen war. Dafür habe ich die LED einfach mal aus dem alten Gehäuse rausgenommen. So, Zeit für das Netzteil. Hier muss man beim Einbau nur darauf achten, dass der Lüfter auf der richtigen Seite ist und Luft bekommen kann. Ich habe ein 550 Watt Netzteil genommen, da es von der Leistung her auf jeden Fall ausreichen sollte und ich es möglicherweise noch rumliegen hatte. Ist das Netzteil auf Position, wird es noch mit 4 Schrauben festgemacht. Auf Amazon gibt es welche von vertrauenswürdigen Marken schon ab 50 €. Ist alles verschraubt, geht's wieder ans Verkabeln. Wir suchen uns raus, welche Kabel wir für alles benötigen. Strom fürs Mainboard, Strom für die CPU, Festplatte bzw. SSD und Grafikkarte. Den Rest binden wir zusammen. Den kann man einfach im Fach für das DVD-Laufwerk verstecken. Zuerst schließen wir das Kabel für den Prozessor an. Das Kabel fürs Mainboard passt wie beim Lüfter vorhin leider nicht einfach so. Hierfür kann man sich aber ein Adapterkabel bestellen. Das gibt's schon für 9 €. Auch hier versuchen wir wieder die Kabel ein wenig zu verstecken, so dass alles ordentlich aussieht. Kommen wir nun zu einem der Hauptgründe, wieso wir überhaupt ein anderes Gehäuse und Stromversorgung benötigen. Die Grafikkarte. Ich habe mich für eine Nvidia GTX 1080 entschieden. Nicht, weil ich sie noch zufällig hier hatte. Nein. Man findet sie auf eBay aktuell für unter 190 € und für alle Einsteiger bis Mittelklasse-Games ist sie meiner Meinung nach voll in Ordnung. Diese kommt hier in den großen PCI-Slot. Dafür müssen wir noch vom Gehäuse die beiden Abdeckungen abtrennen. Die dritte Abdeckung darüber entferne ich auch gleich, dazu kommen wir aber gleich im Anschluss. Wir stecken die Grafikkarte in ihren Slot, warten bis sie einrastet und schrauben sie mit 2 Schrauben fest. Anschließend bekommt auch sie ihren Strom und wir versuchen alles wieder ordentlich zu machen. Okay, also wir haben jetzt noch einen Slot übrig. Hier hat man jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wenn man sich einen kleinen Streaming-PC zusammenbauen möchte, kann man hier eine Capture Card einbauen. Ansonsten finde ich, ist WLAN eine gute Alternative. Die Antennen schraubt man ab. Die Karte steckt man einfach wieder ein. Und schraubt sie mit einer Schraube fest. Am Ende die Antennen wieder anschrauben. So eine bekommt man schon ab 12 €. Als nächstes bauen wir den Lüfter ein, den wir noch aus dem alten Gehäuse genommen haben. Der kommt an die Hinterseite vom Gehäuse. Das Kabel, nun ja, ich würde sagen, das reicht gerade so. Aber es reicht. Zum Festmachen nehmen wir die 4 Schrauben, mit denen der Lüfter in dem anderen Gehäuse festgemacht wurde. Oder man hat zufällig noch 4 schwarze, dann kann man auch die optisch besser passenden nehmen. Hier also wieder festschrauben. Haben wir das geschafft, geht's um den Speicher. Ich würde einfach eine SSD empfehlen, die bekommt man schon für 30 €. Eine Festplatte kann natürlich auch genommen werden, ist schon allerdings ein wenig langsamer. Oder beides, für Geschwindigkeit und viel Platz. Ich habe mich nur für die SSD entschieden. Die wird auf die am Anfang abgeschraubte Platte montiert. Um zu wissen, wo genau wir sie festmachen, schauen wir uns einmal an, wie lang die Kabel sind. An die obere Position kommen wir nicht leicht dran, an die untere auch nicht ganz. Dann also irgendwo in der Mitte. Ich denke 2 statt 4 Schrauben sollte auch passen, wiegt ja nicht viel. Wenn wir einmal hier sind, können wir auch den vorderen Gehäuselüfter gleich anschließen. Die Kabel machen wir am Ende auch wieder ordentlich fest.
Jetzt fehlen eigentlich nur noch die restlichen kleinen Stecker. Das wird jetzt allerdings wieder ein wenig kniffliger, da die Anschlüsse natürlich nicht beschriftet sind. Zum Verbinden war mein erster Gedanke wieder diese kleinen Kabel, aber nun ja, die Pins sind leider so kurz, sodass sie nicht halten. Da müssen wir uns anders behelfen. Zuerst müssen wir herausbekommen, welcher Pin für was zuständig ist. Dabei hilft uns ein einfaches Multimeter. Um es mir einfacher zu machen, stecke ich einen der Testkontakte in ein Breadboard. Da diese leider zu dick sind, um hieran direkt zu testen, nehmen wir wieder die kleinen Kabel. Wir stecken jedes in ein Loch und so können wir auf der anderen Seite viel einfacher prüfen. Ich halte den einen Kontakt an die Seite vom Knopf und gehe auf der anderen Seite jede Farbe durch. Jetzt, wo wir wissen, dass Orange die eine Seite ist, versuchen wir die andere Seite herauszufinden. Dabei fällt auf, dass Gelb und Grün dauerhaften Kontakt haben. Je mehr Farben wir rausbekommen haben, desto einfacher wird es, die anderen zu bestimmen. Mit Blau funktioniert der Knopf. Und mit Lila und Orange leuchtet die LED. Wenn wir jetzt alles herausgefunden haben, geht es darum, alles mit dem neuen Gehäuse auch verbinden zu können. Hierfür werden wir ein wenig löten. Wir verwenden einfach den alten Anschluss erneut. Wir schneiden das Kabel durch und löten neue Verbinder dran. Dafür trennen wir als erstes alle Kabelenden voneinander. Die jeweiligen Spitzen werden abisoliert. Wir wollen für die neuen Anschlüsse dieselben Farben verwenden, um nicht durcheinander zu kommen. Statt diese aber durchzuschneiden, nehmen wir einfach andere. Von den Kabeln habe ich echt genug. Wir bringen alle Kabel auf dieselbe Länge, um sie gleichmäßig schneiden zu können. Das gelbe Kabel brauchen wir aber nicht. Das ist dauerhaft mit dem grün verbunden. Die anderen 4 halbieren wir jetzt. Und dürfen sie im Anschluss auch abisolieren. Wir begradigen die Kabel ein wenig und beginnen im Anschluss damit, alle mit Flachs und Lötzinn zu bedecken. Das ganze Spiel machen wir 4-mal. Haben wir das erledigt, machen wir dasselbe mit den schwarzen Kabeln. Wenn wir damit fertig sind, geht es eigentlich nur noch darum, die richtigen Kabel miteinander zu verbinden. Um alles ordentlich zu machen, kommt noch über jedes Kabel ein Stück Strumpfschlauch. Auf die Enden kommt wieder ein wenig Flachs und dann kann beides auch schon verlötet werden.
Wenn man damit fertig ist, einfach den Schlauch mit einem Feuerzeug schrumpfen. Die nächsten beiden Drähte werden miteinander verbunden. Das war gelb und grün. Wenn man jetzt noch ganz fancy sein will, macht man ein großes Stück Schrumpfschlauch über alle Kabel zusammen drüber. Und fertig ist unser selbstgebastelter Adapter. Den bauen wir natürlich direkt ein. Dafür ziehen wir die übrigen bunten Kabel ab. Dann stecken wir den schwarzen Stecker auf das Board, wo er hingehört. Danach können wir die Kabel verbinden. Reset-Knopf haben wir nicht, also kommt das Kabel weg. Danach verbinden wir einfach den Einschalter und die passenden LED mit unserem Adapter. Anschließend machen wir wieder alles ein wenig ordentlich. Hierbei ist mir aufgefallen, dass wir uns einen der Kupferdrähte hätten sparen können und an der Stelle einen normalen Jumper verwenden könnten. Das wollte ich an dieser Stelle noch machen. Dann wird die Platte wieder oben drauf gesetzt und man kann diverse weiße Sticker übermalen, die man durchsieht. Die Platte wird festgeschraubt und der PC mit dem Sidepanel geschlossen. Jetzt wird es endlich Zeit zu probieren, ob alles funktioniert. Wir schließen also Stromkabel, Tastatur, Maus, Monitor und die Grafikkarte und einen Stick mit Windows drauf an den PC an. Und jetzt schalten wir ihn ein. Wir ignorieren einfach das ein wenig falsch platzierte Logo. Das kann beim Booten über USB-Stick manchmal passieren. Wir warten einfach ab, bis wir in Windows sind. Aber wenn wir schon mal so weit sind, heißt das, dass wir keinen schwerwiegenden Fehler gemacht haben. Im Startbildschirm klicken wir auf Weiter und jetzt installieren. Danach darf man die Lizenzbedingungen akzeptieren und seine Seele verkaufen. Wir wählen die benutzerdefinierte Installationsart und klicken auf Weiter. Jetzt wird für irgendwas zwischen 2 und 10 Minuten Windows installiert. Ist das erledigt, startet der Rechner mindestens einmal neu. Ist das überstanden, fragt uns Windows diverse Fragen zu unserer aktuellen Lebenssituation. Ob wir in Deutschland leben, auch Deutsch schreiben können, andere Sprachen schreiben können, ob wir uns einen Internetvertrag leisten können oder ob wir zu arm sind, gefragt werden, ob wir nicht vielleicht doch beim Nachbarn schnurren können, wie wir heißen, wie unser Passwort lautet, ob wir unser Passwort auch richtig eingegeben haben, wie unser Haustier heißt, wo wir geboren sind, was wir für eine Schulbildung haben, wo wir uns befinden, unsere Sachen oft verlieren, analysiert werden dürfen, mit der Hand schreiben oder nur tippen können, wirklich nicht analysiert werden wollen, nicht noch weiter analysiert werden möchten oder irgendwelche Hilfe benötigen. Wenn wir uns dann von dem Verhör erholt haben, sind wir endlich in Windows angelangt. Einen Lizenzschlüssel brauchten wir übrigens nicht angeben, da im Motherboard solcher Mini-PCs meistens ein Schlüssel bereits hinterlegt ist. Nachdem wir uns dann mit dem Internet verbunden haben, Updates und Treiber installiert wurden und alles mögliche aufräumen konnten, wird es endlich Zeit, etwas zu zocken. Wir müssen schließlich probieren, ob alles ordentlich läuft. Und da habe ich mir überlegt, was habe ich damals gespielt, als ich diese Grafikkarte in meinem Rechner hatte? Ich weiß, Minecraft. Und ich muss sagen, es fühlt sich genauso an wie damals. Ich habe die Standardeinstellung so gelassen und Optifine für den Shader installiert.
Und insgesamt haben wir unsere 60, 59 FPS, was zum Zocken, glaube ich, voll in Ordnung ist. Gut, dann würde ich sagen, wir schauen uns noch kurz an, was der ganze Spaß uns jetzt gekostet hat. Den Mini-PC habe ich für 60 bekommen. Den Lüfter gab es für 10, das Gehäuse für 28, die Stromversorgung 50, den Adapter 10, die Grafikkarte 190, die SSD 30 und die WLAN-Karte für 12 Euro. Das macht alles zusammen 390 Euro. Wir haben uns jetzt also einen kompletten Rechner für unter 400 Euro zusammengebaut. Jetzt kann man natürlich, wenn man ein wenig mehr Geld zur Verfügung hat, zum Beispiel eine größere SSD einbauen. Aber ich denke, für den Anfang ist das ein ziemlich ordentlicher PC. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen oder ich konnte sogar dem einen oder anderen helfen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und bis dahin, einen schönen Abend noch und bis bald.